Wir haben 9 Uhr morgens. Das sind schon über 30 Grad. Hitzerekord heute. Am Samstag der Kieler Woche ist also Windjammerparade. Und wir gehen wieder mit dem Nacken raus. Ganz schwacher Wind. Also wir haben genug Zeit eingeplant, dass wir da überhaupt ankommen in der Förde. Da werden wir hinschlagen. Die anderen fahren schon mit Maschine. Und die Leute stehen hier im Wasser, weil es sonst kaum auszuhalten ist. Oh, da ist er, unser schöner Nacker 570, die Wahoo. Taucher unter uns. Aber hier ist tief. Hier sind schon so 6, 8 Meter. Und mit leichtem Wind und langsamer Fahrt ging es dann Richtung Innförde im Zickzackkurs. Und dann nahm der Wind immer weiter ab, ja, bis Michael dann hier die Ruderanlage spielen musste. Kein Wind mehr. Die Ruder schon mal hochklappen, also hier wird es gleich flach. Also eins ganz hoch und das andere noch hängen lassen. Das müsste dann besser durchs Gras gehen hier. Sind dann immer weiter ins Flache gepaddelt, konnten uns da dann neben den Katamaran stellen. Schön flach hier. Und da kommen sie alle. Mit Maschine fahren sie alle. Na, und hier im Flachen konnten wir dann einmal das fliegende Auge nach oben schicken. Einmal ein paar schöne Aufnahmen machen. Ist ein bisschen Zeitraffer, also ein bisschen schneller abgespult. Wie der große Trost dann hier vorbeizieht. Diesmal leider ohne die Großsegler Gorch Fock oder Alexander von Humboldt oder die Passat. Die waren dies Jahr leider nicht dabei. Aber die Thor Heyerdahl oder die Mare Frisium war dabei. Ja, ja, klar. Aber das ist ein bisschen, was ist jetzt wieder gekommen? Mal schauen. Die ganze Zeit schon plaudern. Aber Sie haben zum Glück schon mal nicht von mir geredet. Und nachdem der meiste Teil der Parade vorbeigezogen ist, haben wir unser Nackra wieder ins tiefe Wasser gebracht. Der Wind kam zum Glück wieder. Und wir sind dann mit der Parade mitgesegelt. Also die Wahoo ist mal wieder auch dieses Jahr mit dabei bei der Windjammerparade. Wir sind jetzt ziemlich am Ende, also da sind nicht mehr ganz so viele. Und daraus, da ist der ganze Tross. Und der Wind hat zum Glück wieder ein bisschen zugenommen, sodass wir, wenn wir Glück haben, schneller vorbeikommen als der Rest, der jetzt mit 4 Knoten hier fahren muss. Und nun haben wir den Wind von vorn, wo es rausgeht.
und gegen 1 löst sich das dann auf. Funk haben wir dabei. Wir hören also, wenn die Ersten sich verabschieden. Das geben die dann immer hier durch Funk durch. Und dann können wir uns das Treiben hier schön angucken. Die schönen alten Boote betrachten. Soweit man hier stehen kann vor Laboe, steht alles voll mit Menschen, die sich abkühlen. Und auf den Booten hier sieht es nicht anders aus. Es wird immer wieder ins Wasser gesprungen. War also allerbestes Wetter. Viele sind also rausgesegelt, haben dann das verbunden, das Betrachten der Parade wie auch einen Badetag einzulegen. Und in Laboe gibt es also einen sehr weiten Bereich, wo es flach ist, wo man also weit reingehen kann. Und da standen wirklich bis weit ins Wasser die Menschen im Wasser, weil es so wunderschön heiß war. Wir wenden weg, ja. Also immer schön nur die Richtung hier, nicht kreuz und quer. Was als Segelboot manchmal schwer ist, wenn man den Wind von vorne hat. Naja, das kannten die wohl nicht. Also wir haben wieder eine Wende gemacht und sind erstmal von der Parade ein bisschen weiter weggesegelt. Die Parade ist hiermit beendet. Ich wünsche weiterhin gute Wache. Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache. Durch besondere Umstände hatte ich wieder die Ehre und Freude in diesem Jahr, die Windjammer-Parade organisieren zu dürfen. Das ist wie eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, das ist Teamarbeit. Ich danke daher allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Also eben kam die Durchsage, dass die Parade beendet ist vom Captain der Windjammer-Parade, der vorne auf dem Führungsschiff, ich glaube, dass es wieder die Chahörn ist. Und jetzt wird ja, die Verabschiedung ordentlich behupt. Und dann wird hier hin und her geschippert, bis dann Einzelne wieder reinschippern. Aber die strenge Formation ist aufgelöst. Jetzt können wir auch ein bisschen queren hier im Feld, ein bisschen heran an die schönen alten Traditionssegler. So, jetzt ist gleich Windebbe. Oder ja, jetzt ist Wind weg. Ganz weg. Gleich ist er wieder da. Und dann war es für uns jetzt auch einfach möglich, da an die alten Boote ranzukreuzen und kreuz und quer durchs Feld zu fahren und mal ganz in der Nähe dieser alten, stolzen Segler zu fahren. Und die Boote haben sich schön rausgeputzt mit allen Segeln, die sie hatten, meistens nach oben gezogen. Und alle voll besetzt. Wir haben jetzt Mittagszeit, der Wind ist herrlich schwach. Und so konnten die Gäste da auf den Traditionsseglern dann Buffet genießen. Also auf fast jedem Segler standen die Leute mit Teller in der Hand, haben da jetzt irgendwie ihr Buffet, ihr Mittagessen gegessen. Und der mit so einer schönen Partybeflaggung.
Die Windjammerparade startet ja tief weit unten in der Innenförde um 11 Uhr und fährt dann mit 4 Knoten hier nach Bilk raus in die Strander Bucht und löst sich dann hinter den Tonnen nachher 5 und 6 auf. Und dann segeln einige so ein bisschen durch die Bucht und dann langsam wieder zurück. Und wir dazwischen. Ein Erlebnis, was man nicht jeden Tag hat. Erst recht nicht bei so einem tollen Wetter. Und schade, dass die ganz großen Schiffe nicht dabei waren. Die Mittagsflaute. Alle dümpeln so ein bisschen im Wasser rum. Tickwind ist zurück. Wir machen wieder ein bisschen Fahrt. Und fahren so ein Schiff nach dem anderen mal an. Gucken uns das aus der Nähe an. Machen hier ein paar Fotos und Videoclips. Wind ist weg. Die dümpeln hier auch nur noch so rum. Mit ordentlich Stimmung. Gibt gerade Buffet. Sind alle schön am Essen. Der dahinter ist auch nur noch am Stehen. Selbst die Stenerlein, die dreht einmal, die hat wohl auch Begleitfahrt gemacht. Dann geht die wieder rein. So, ich würde sagen, der Wind ist gerade 0. Kann man schön die Füße bahnen, ist jetzt wieder heiß. Na, der fährt aber dahin. Der mit seinen stylischen Segeln. Die Atlante ist aus Amsterdam. Wie schön, da ist der nächste. Also hier fährt man die ganze Zeit zwischen diesen alten Schiffen rum. Regina Maris heißt der. Oben auch mit Protestflagge. Mit chilliger Atmosphäre. Auch alle am Siesta machen.
Wir gammeln hier rum auf unserem Trampolin und ein Blick der alten Windjammer und Traditionssegler hier direkt vom Auge. Die modernen Segler sind irgendwie alle weg. Die normalen Yachten. Und die kommen wohl nicht so recht vom Fleck, wollen nicht unter Maschine fahren. Gefühlt stehen die irgendwie, bewegen sie keinen Fuß. So, diese moderne, was heißt moderne? Modern aussehende, aber alte Rennjacht. Gucken wir uns mal an, die Segel oder vielmehr die Masten stehen schräg nach hinten. Eigentlich wollten wir die Kogge anlaufen hier. Aber nun, wenn wir uns den Segler mal angucken, der dahinter ist, weil der sah wirklich sehr stylisch aus. Das ist also ein modernes Boot, habe ich vorher noch nie gesehen. Ein großer Stahlkahn, kommt aus, steht nicht drauf, ist abgebrochen. Aua, aua. Und das ist kein gewöhnlicher Traditionssegler, das ist die Skytia, eine tiefschwarze Schoner-Yacht, die pure Eleganz verströmt. Und das Design geht auf eine absolute Legende zurück. Das ist also ein originalgetreuer Nachbau der berühmten Yacht America und nach der America's Cup benannt wurde. Und was ja sofort auffällt, sind diese extrem schräg nach hinten gekippten Masten, während andere Traditionssegler ja kerzengerade Masten haben. Und im Schiffbau nennt man das Rake. Und diese Neigung hat 3 große Vorteile. Also der Wind drückt das Schiff bei starker Fahrt nicht nach vorne unten in die Welle rein, sondern der schräge Winkel erzeugt Auftrieb, der den Bug leicht anhebt und das Schiff gleitet somit besser. Und zweitens sorgt es für enorme Stabilität im Reg. Und drittens sieht es verdammt geil aus. Naja. Vorne 2 Klüver, Außenklüver und Innenklüver. Langes Bugspriet. Mit Netz drunter, wo dann in der Regel Leute drin lagen. Auch relativ wenig Besatzung drauf. Aber ja, es gibt eine Webseite von dem Boot. Kann man sich einschartern. Ist auch gar nicht so teuer, da mal mitzusegeln. Ist aus einer Stadt in den 9 Bundesländern. Dann hängen wir jetzt zwischen den Booten. Wer klaut uns den Wind? Wer segelt uns davon? Unsere Spezialkonstruktion hier, Traveler-Ersatz, weil der Schlitten, der ist kaputt gegangen. Und nun schaffen wir doch schneller zu werden und setzen uns nochmal vor den. Ja, wir wollten unbedingt nochmal von der sonnenzugewandten Seite dort ein paar Aufnahmen machen von dem schönen Schiff. Und jetzt haben wir also Raumwind, deswegen Speed bekamen wir nur mit unserem Traveler-Ersatz. Aber es hat geklappt, also wir haben wieder schnell aufgeholt und konnten uns dann mal auf die andere Seite setzen von dem schönen Schiff. Mal gucken, vorbeikommen. Es sieht ja gut aus, haben wir aufgeholt. Ja. Ja, da ist ein tolles Emblem drauf, man sieht es nur nicht so. Also das Schiff hat irgendwas. Ich finde das sehr faszinierend. Ist leider selten hier in Kiel.
Jetzt mal von der anderen Seite, wo die Sonne raufscheint, wo die Bäuche der Segel nach außen zeigen. Also wirklich traumhaft schönes Boot. Und weiter geht's. Wieder ein bisschen mehr Wind, bisschen mehr Speed. Geht's nochmal Richtung Innvörde. Nun sind wir wieder vor dem Leuchtturm Friedrichsort. Die Strände sind rappelvoll. Die Menschen stehen im Wasser. Haben jetzt 14 Uhr. Und hier ist nur Traditionssegler. Die meisten Yachten sind schon alle weg. Und die fahren ganz, ganz langsam jetzt in die Innvörde rein. Und sind also herrlich verdichtet hier vor dem Leuchtturm in Friedrichsort. Und nun fahren wir da nochmal kreuz und quer zwischen den Booten hin und her. Und die bewegen sich kaum vom Fleck. Da konnten wir mit unserem Katamaran schön in der Nähe einmal vorbeifahren. Hier waren sie dann alle nochmal eng beieinander, mussten einmal um den Leuchtturm hier rum. Die Hansekogge, ganz bekannt hier. Partyboot kann man mitfahren. Das ist ja ein ganz... Damit adieu, schöne Windjammerparade. Und 2 kommen dann noch. Da kommen immer noch ganz viele. Wir haben jetzt also schon 2:30. Und die hocken da oben in den Rhein. Ganz oben im Top. Und dann geht raus. War klasse. Insgesamt sind wir 5 Stunden segeln gewesen. Und auf die letzten Meter wird doch tatsächlich wieder ein bisschen mehr Wind rauskommen, sodass wir einen kleinen Tick zügiger fahren können Richtung Strand dann. So, zum Schluss gibt es nochmal einen schönen Wind. Wir dürften auch die Regatten für die Jollen gleich weitergehen. Also das ist ja eine Augenweide hier, das Teil. Gudrun 3 vom Kieler Yachtclub. Sehr, sehr schön. Bestimmt sehr viel Arbeit, das Ding so in Schuss zu halten. So,
Unsere Hubert wieder wie geschnitten Brot. Und so ging es für uns zügig zum Strand zurück. Zwischen Schilksee und Strand liegen wir. Mit unserem pfeilschnellen Baru, benannt nach dem tropischen Fisch, weil er einfach immer schnell ist. Schilksee voraus. Mit einer leeren Stranderbucht. Unser Nagra 570. Sehr geiler Kahn. Upa! Loch, Windloch gleich. Achso, falsch gehalten, die Kamera. Segelschutz ist das. Jetzt ist er zu klein. Das wird spannend, da gleich rein zu segeln. Das wird voll mit Menschen sein. Ja. Da müssen wir jetzt wohl halt vorne drauf. in das Gedränge, genau, hey, auch gedacht. Bock rein und dann rückwärts reintreiben lassen. Also da werden wir bestimmt keine Lücke finden, wo keine Menschen baden. Also das ist schon geil, das ist alles voll, da müssen wir jetzt irgendwie an den Strand ran. Oder eigentlich, das können wir genau, das Dach schon mal hochnehmen. Ein hoch. Ja. Also hier ist ja eigentlich wieder überhaupt gar kein Wind. Eben konnten wir eine Kufe fast rausheben und hier ist jetzt gar kein Wind und diverse Schwimmer. Komisch heute. Aber man muss dann natürlich auch damit rechnen, dass plötzlich ein Bild kommt. Ne? Häng mal das Bruchsegel aus vielleicht. Na, wenn wir drehen wollen, brauchen wir das aber, um das um das Strand zu ziehen. Und bei Meerwind ist es schon spannend, also bei vielen Schwimmern hier mit so einem Katamaran, der wirklich verdammt schnell, sehr schnell werden kann, dann zwischen Schwimmern hier das Ding im flachen Wasser manövrieren zu können und da niemanden in Gefahr zu bringen. Na, ich werde nun kein Problem hier bei dem fast nicht mehr vorhandenen Wind da an den Strand zu kommen. Wollen wir das Segel erstmal runterholen? Hier Ja. können wir ihn schön in den Wind drehen. Ja. Ich wüsste, wo der herkommt. Also das Segel runter, den Wagen holen, dann kommt er an seinen alten Platz. Haben wir noch netterweise Hilfe bekommen? Die 180 Kilo den Strand hoch, dann zurück auf seinen Platz. Dann bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.